Willkommen zu diesem Video zum Upgrade von RWTH Moodle auf Moodle 4.1. Das Upgrade der Lernplattform auf die neue Moodle-Version wirkt sich vor allem auf das User-Interface aus. Dieses wird klarer und intuitiver. Gleichzeitig rücken einige Navigationselemente an andere Stellen im System. Zudem kommen neue Funktionen hinzu, insbesondere in der Fragensammlung. In diesem Video geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen. Wie bisher erreichen Sie RWTH Moodle über die Webadresse moodle.rwth-aachen.de. Die neu gestaltete Startseite reduziert die Menge der Informationen auf das Nötigste und rückt den Login in den Fokus. Loggen Sie sich hier mit Ihrem RWTH-Benutzernamen über Login via RWTH Single Sign-On ein. Den Login für lokale Accounts nutzen Sie nur, wenn Sie an Vorkursen und anderen studienvorbereitenden Kursen teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie bei der Kursanmeldung. Nach dem Login gelangen Sie auf das Dashboard. Hier sind einige Blöcke mit wichtigen Informationen hinzugekommen. Die Zeitleiste zeigt den Studierenden bevorstehende Deadlines zu einer Vielzahl von Aktivitäten an. Letzte Badges listet für die Studierenden die zuletzt in einem Lernraum erworbenen Badges auf. News informiert Sie über wichtigere Änderungen am System, wie zum Beispiel neu eingeführte Plugins. In den hilfreichen Links finden Sie Informationen zu Urheberrecht und Barrierefreiheit in RWTH Moodle, Links zu verschiedenen Demo-Lernräumen und unserem Schulungsangebot für Lehrende. Sie können das Dashboard auch bearbeiten und an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen, indem Sie Blöcke hinzufügen, verschieben oder entfernen. Das Dashboard hat in Moodle 4.1 seinen eigenen Reiter in der Top-Leiste, sodass Sie von jedem Lernraum aus schnell hierhin zurückwechseln können. Direkt neben dem Dashboard finden Sie in der Top-Leiste den neuen Reiter Meine Kurse. Hier sehen Sie die Liste aller Lernräume, zu denen Sie Zugang haben. Die Liste können Sie nach verschiedenen Kriterien filtern, Kurse als Favoriten markieren oder aus der Ansicht entfernen, um die Zahl der Einträge zu reduzieren. Studierende sehen zudem den Bearbeitungsstand basierend auf den bereits abgeschlossenen Aktivitäten. Diese Information ist allerdings nur dann aussagekräftig, wenn die Aktivitätsabschlüsse bewusst eingesetzt werden. Nun schauen wir uns genauer an, was sich in den Lernräumen verändert hat. Die Kursseite ist wie bisher in 3 Bereiche aufgeteilt. Die linke Seitenleiste hat allerdings ihre Funktion verändert. Sie ist nun ein Kursindex, der alle Abschnitte und die darin enthaltenen Aktivitäten und Materialien auflistet. Für Studierende wird zudem farblich markiert, ob eine Aktivität bereits abgeschlossen wurde. Die bisher links untergebrachten Navigationselemente wurden in einer neuen, mittig angeordneten Menüleiste platziert. Hier finden Sie die Kurseinstellungen, die Teilnehmendenverwaltung, die Bewertungen und die Fragensammlung. Der Inhaltsspeicher für H5P, die Zugriffsstatistiken, der digitale Semesterapparat, der Aufzeichnungskalender für Hörsaal 4.0 und weitere Elemente wie der Kursimport sind unter Mehr zusammengefasst. Eine weitere Änderung betrifft das Kursformat. Im Standard-Themenformat lassen sich die Abschnitte ab sofort ein- und ausklappen, entweder einzeln oder alle auf einmal. Falls Sie das Ein-Themenformat nutzen, bleibt dessen Reiterstruktur erhalten. Sie erscheint unterhalb der horizontalen Menüleiste. Verschwunden ist die früher links in der Seitenleiste befindliche Option, sich innerhalb eines Lernraums alle Aktivitäten eines bestimmten Typs anzeigen zu lassen, also zum Beispiel alle Aufgaben, alle Tests oder alle Arbeitsmaterialien. Sie können aber einen Block Aktivitäten in der rechten Blockleiste hinzufügen, der diese Informationen zeigt. Die rechte Blockleiste kann nun ebenfalls ein- und ausgeklappt werden und besitzt eine eigene Scrollbar. Um die Kursseite zu bearbeiten, schalten Sie den Bearbeitungsmodus über den Schieberegler rechts oben neben Ihrem Namen ein. Der Regler bleibt sichtbar, auch wenn Sie auf der Seite nach unten scrollen. Auch das Hinzufügen neuer Elemente wird einfacher. Ist die Seite im Bearbeitungsmodus, können Sie Blöcke nun am oberen Ende der Blockleiste hinzufügen.
Neue Themen lassen sich nach jedem Abschnitt hinzu bzw. einfügen. Auch der Button für Aktivität oder Material hinzufügen ist größer und dadurch leichter auffindbar. Kursinhalte können Sie nun einfach per Drag and Drop verschieben. Das funktioniert sowohl innerhalb der linken Seitenleiste als auch im Inhaltsbereich. Außerdem können Sie Inhalte vom Inhaltsbereich in die Seitenleiste und umgekehrt verschieben. Die Bearbeitungsoptionen für Aktivitäten befinden sich nun platzsparend hinter 3 Punkten rechts neben dem Aktivitätstitel. Derzeit nicht mehr verfügbar ist die Option, Aktivitäten einzurücken. Durch das Einrücken war es möglich, Inhalten auf der Kursseite eine feingranulare Struktur zu geben. Zukünftige Moodle-Versionen werden diese Option jedoch in anderer Form wieder anbieten. Die bisher verfügbaren Aktivitäten bleiben erhalten. Sie besitzen aber neue Icons. Zudem sind sie nach 5 Farben geordnet, die Sie in die Kategorien Bewertung, Kommunikation, Kollaboration, Material und Administration einteilen. Die Aktivitäten selbst wurden nur geringfügig geändert. Das Textfeld wurde in Text- und Medienfeld umbenannt. So wird deutlicher, dass Sie auch Bilder und dynamische Medien in diesem Feld nutzen können. Darüber hinaus besitzen die Aktivitäten analog zur Kursseite eine mittige Menüleiste mit den Einstellungen und aktivitätsspezifischen Optionen. Weitere Neuerungen betreffen die Aufgabenaktivität. Sie enthält ein neues Feld Aktivitätsanleitung. Tragen Sie hier die Aufgabenstellung ein. Im Editor wurde das Erstellen von Links vereinfacht. Klicken Sie an der Stelle, an der ein Link eingefügt werden soll, einfach auf das Link-Symbol im Editor, geben Sie den Linktext und die Linkadresse ein und speichern Sie den Link ab. Für Aufgaben mit Online-Eingaben gibt es einen Timer. Dieser limitiert die Zeit, die die Studierenden für die Eingabe ihrer Antwort bekommen. Neu ist zudem bei allen Aktivitäten die Option, die Teilnehmenden über Änderungen zu informieren. Aktivieren Sie hierzu vor dem Speichern von Änderungen die Checkbox Benachrichtigung über Inhaltsänderungen. Die Studierenden erhalten dann per Default eine E-Mail und eine Webbenachrichtigung. Sie können diese Benachrichtigungen jedoch selbstständig deaktivieren. In der Teilnehmendenliste ist es nun einfacher, den Gruppenbereich und weitere Optionen zur Verwaltung der Teilnehmenden zu erreichen. Das Dropdown-Menü links oben führt Sie in die entsprechenden Bereiche. Auch in den Bewertungen wurden einige Ansichten neu gestaltet, um die Übersicht zu verbessern und die Bedienung zu erleichtern. Die Einzelansicht und die Übersicht für Teilnehmende enthalten nun gut sichtbare Erläuterungstexte und deutlich hervorgehobene Schaltflächen und Dropdown-Menüs. In der Übersicht für Teilnehmende lassen sich zudem die einzelnen Bewertungskategorien ein- und ausblenden, um den Fokus nur auf bestimmte Bewertungen zu setzen. Neu ist außerdem der Bewertungsbericht. Er zeigt alle bewerteten Aktivitäten und deren Durchschnitt an. Der Bericht kann nach Aktivitäten gefiltert werden. Im Setup für Bewertungen schließlich sind die Schaltflächen zum Hinzufügen von Bewertungsaspekten und Bewertungskategorien oben statt unten platziert. Wechseln wir noch einmal zurück zur Kursseite. Den Kursimport finden Sie ab sofort unter Mehr in der mittigen Menüleiste. Klicken Sie hier auf Kurse wiederverwenden. Das Dropdown-Menü links oben gibt Ihnen anschließend die Wahl zwischen Kursimport, Kurssicherung oder Kurswiederherstellung. Größere Änderungen, zu denen die RWTH Aachen einen finanziellen Beitrag geleistet hat, gab es in der Fragensammlung. Die Optionen zur Verwaltung der Fragen wurden deutlich erweitert. Die neuen Spalten in der Übersicht spiegeln diese Option wider. In Moodle 4.1 können Sie Fragen als Entwurf speichern, Fragen werden versioniert und im Rahmen eines Review-Prozesses können Sie Fragen für nötige Überarbeitungsschritte kommentieren. Leichtigkeitsindex und Trennschärfe-Effizienz einer Frage
werden direkt in der Übersicht angezeigt. Entsprechen einige statistische Parameter nicht der Norm, werden Fragen automatisch zur Überprüfung gekennzeichnet. Die Übersicht zeigt zudem an, in welchen und wie vielen Tests eine Frage aktuell verwendet wird. Für die kommenden Moodle-Versionen sind weitere Verbesserungen der Fragesammlung geplant, über die wir Sie rechtzeitig informieren werden. Weitere Informationen zum Upgrade auf Moodle 4.1 finden Sie auf unserer Informationsseite itc.rwth-aachen.de/moodle-upgrade. Die Seite wird regelmäßig aktualisiert, um Sie über alle Änderungen auf dem Laufenden zu halten. Unsere Anleitungen werden in den nächsten Wochen ebenfalls aktualisiert und neu bebildert. Im März und April bietet das RWTH Moodle-Team außerdem einstündige Schulungstermine für Lehrende an, um Ihnen die neue Moodle-Version in aller Kürze vorzustellen und Ihre Fragen zu beantworten. Sollten Sie noch Fragen zum Upgrade von RWTH Moodle haben, wenden Sie sich bitte an das IT Service Desk. Wir helfen Ihnen gerne weiter.